Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute da geht es um den niegelnagelneuen Amazon Fire TV Stick. Der hat eine ganze Menge Funktionen bekommen. Ist er wirklich 50% schneller als der alte? Was bedeuten die neuen Tasten auf der Fernbedienung? Ich gebe euch eine komplette Installations- und Betriebsanleitung. Gleichzeitig reden wir noch über geheime Informationen bzw. geheime Funktionen vom neuen Amazon Fire TV Stick. Kann ich eine externe Tastatur anschließen? Brauche ich dann nicht mehr hier mit dieser Fernbedienung die Buchstaben immer einzeln eingeben? Ich kann den Fire TV Stick richtig luxuriös auch mit dem Handy bedienen. Das geht ebenfalls. Alles das zeige ich euch heute in dem Video. Also viel Spaß beim Anschauen. Die neueste Version des Fire TV Sticks bringt, wie schon gesagt, laut Amazon 50% mehr Leistung. Von der Schnelligkeit her kann ich sagen, er läuft schneller und ist besser zu steuern, aber ob das 50% sind, das kann ich hier leider nicht abschätzen. Mit Alexa kannst du alles per Sprachbefehl steuern und tausende Apps und Funktionen verwalten. Neu ist jetzt die Dolby Atmos Unterstützung, mit der du deine Filme jetzt mit noch besserem Sound genießen kannst. Schauen wir uns mal als erstes an, was in der Verpackung geliefert wird. Klein und kompakt ist hier alles untergebracht, was man zum TV-Genuss benötigt. In der Verpackung befinden sich die Fernbedienung, der Fire TV Stick mit HDMI-Adapter und Netzkabel sowie dem Netzteil. 2 Batterien für die Fernbedienung sowie eine Kurzanleitung zur Installation. Alles ist übersichtlich erklärt und fühlt sich von der Qualität sehr hochwertig an. Wenn wir jetzt die neue Fernbedienung mit dem Vorgänger vergleichen, dann sehen wir hier, dass neue Bedienungstasten dazugekommen sind. Zum einen die Alexa Sprachtaste, die ist jetzt farbig, und dann finden wir ebenfalls noch die Schnellwahltasten für Netflix, Prime Video, Disney Plus und Amazon Music. Neu ist auch die Direktwahltaste für das Live-TV. Aber gehen wir alle Bedienungstasten mal Schritt für Schritt durch. Die Bedienung ist relativ einfach. Ganz oben befindet sich die Power-Taste zum Einschalten. Daneben in Blau die Alexa Sprachbedienungstaste. Mit dem runden Cursor können wir hoch und runter scrollen sowie dann in der Mitte bestätigen. Mit der Turn-Back-Taste können wir im Menü und in der Auswahl zurückgehen. Die Home-Taste, die zeigt uns immer das Startmenü an. Plus und Minus sind die Funktionen zur Lautstärke am TV-Gerät. Die neue Taste ist rechts daneben und hier gelangen wir in die Live-TV-Senderauswahl. Darunter dann die Bedienung für Play, Pause, Vor- und Zurückspulen. Sowie die Stummschalttaste und die Direktwahltasten für Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und Amazon Music. Wem die Fernbedienung zu klein sein sollte, der kann natürlich auch seinen Fire TV Stick mit der Fire TV Handy App bedienen. Einfach in Google oder im App Store runterladen und los geht's. Hier findest du die meisten Funktionen auch auf deinem Handy. Vor- und Zurückscrollen, Auswahltaste, Alexa, alles ist dabei. Der Vorteil: in der Suchfunktion kannst du die Begriffe schneller über die Handytastatur eingeben als auf der Fernbedienung. Auch eure Apps und andere Funktionen sind hier aktivierbar. Voraussetzung ist natürlich, dass sich euer Smartphone im gleichen WLAN-Netz wie euer Fire TV Stick befindet.
Die Installation des Fire TV Sticks ist auch ganz einfach gestaltet. Dieser wird hinten an eurem TV an den HDMI-Port eingesteckt und dann mit dem Strom verbunden. Als erstes die Sprache und euer WLAN-Netz auswählen und dann folgt erstmal ein Software-Update. Hiernach müsst ihr die Fernbedienung mit eurem Fernseher verbinden. Wählt die Marke eures TV-Geräts und folgt dann den Anweisungen auf dem Monitor. Danach kannst du dir deine wichtigsten Apps runterladen. Hier gibt es eine Übersicht nach Rubriken. Einfach die betreffenden Apps auswählen und schon geht's los mit dem Download. Ein interessanter Part ist auch das Anlegen einzelner Profile. Schauen zum Beispiel Kinder TV, kannst du hier verschiedene Optionen aktivieren, um nicht alle Inhalte zu sehen. Danach kannst du noch ein Profilsymbol auswählen und schon ist alles fertig und jeder in der Familie oder WG hat sein eigenes Profil. Den Fire TV Stick kann man auch mit einer Tastatur verbinden, so dass flüssiger geschrieben werden kann. In den Menüeinstellungen auf die Fernbedienung und dann auf Bluetooth-Geräte gehen, Bluetooth-Geräte hinzufügen und dann die Bluetooth-Suche an beiden Geräten starten. Zack, und schon bist du verbunden und kannst jetzt deine externe Tastatur nutzen. Unter dem Menüpunkt Einstellung mit dem Rädchen oben auf eurem Homescreen könnt ihr euren Fire TV Stick konfigurieren und in den Einstellungen noch verfeinern. Neben Benachrichtigung und Konto sowie Profileinstellungen findet ihr den Menüpunkt Netzwerk. Hier könnt ihr eure Netzwerkeinstellungen anpassen und das verfügbare WLAN-Netzwerk für den TV-Stick bestimmen. Netzwerk auswählen und dann das WLAN-Passwort eingeben und schon seid ihr verbunden. Töne- und Bildschirmeinstellung ist zur Anpassung der Bild- und Audioqualität gedacht. Vom Bildschirmschoner bis zum Farbformat sind hier verschiedene Einstellungen möglich. Bildschirm kalibrieren, HDR-Format einstellen und viele weitere Einstellungen sind hier verfügbar. Der nächste Menüpunkt sind die Apps. Hier ist es wichtig zu wissen, wenn euer Stick sehr langsam laufen sollte, könnt ihr in diesem Menü Apps schließen, die im Hintergrund laufen. Vergleichbar ist das mit dem Smartphone. Alle Apps, die geöffnet sind, verbrauchen natürlich Speicherplatz und hier kann man diese beenden und schließen und schon läuft der neue TV-Stick wieder flüssiger und schneller. In der Gerätesteuerung hast du nochmal die Möglichkeit, deine TV-Geräte zu verwalten sowie externe Receiver und Soundbars hinzuzufügen, um sie mit dem Amazon Fire TV Stick zu steuern. Der Menüpunkt Fernbedienung und Bluetooth-Geräte ist dafür da, um hier externe Fernbedienungen wie Tastaturen, Handy und Game-Controller zu aktivieren. So kannst du den Stick noch einfacher für deine Ansprüche individualisieren. Die Benutzereinstellungen. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Kindersicherung zu aktivieren und du kannst natürlich auch Einstellungen über den Datenschutz sowie die Benachrichtigung deiner Inhalte verwalten. Mein Fire TV. Hier ist die sinnvollste Einstellung die Möglichkeit, deinen Fire TV neu zu starten, falls es mal zu Problemen kommt. Weitere Funktionen sind hier die Werkseinstellung und der Ruhemodus des Amazon Sticks. Barrierefreiheit. Hier kannst du dir bestimmte Hilfen anzeigen lassen, die das Fernsehschauen erleichtern, zum Beispiel die Verwaltung der Untertitel, der Textbanner, die Bildschirmvergrößerung und andere Vergrößerungsfunktionen. Falls du weitere Probleme oder Einstellungen klären möchtest, bietet sich der Menüpunkt Hilfe an. Hier kannst du Schnelltipps und Amazon-Hilfevideos abrufen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, den Kundenservice zu kontaktieren sowie ein Feedback zu senden.
Wer jetzt noch Fragen haben sollte zu diesem Amazon Fire TV Stick, sehr gerne hier unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn ich es weiß, beantworte ich das natürlich gern. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, alle Produkte, die ihr hier gesehen habt, nochmal nachzuschauen. Und zwar direkt in meinen Videobeschreibungen ist alles für euch nochmal verlinkt. Auch der aktuelle Amazon Fire TV Stick mit einem Kauflink. Und preislich liegt ja bei 39,99 hier für die HD-Version. Und das ist einigermaßen entspannt, wie ich finde. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und natürlich auch sehr gern Kommentar, Abo oder Like, was ihr wollt. In diesem Sinne, tschüss, bye bye und winke, winke.